Burg Hoch-Rappoltstein, im Französischen Château du Haut-Ribeaupierre genannt, liegt auf einer Bergkuppe in der Nähe von Ribeauvillé im Elsass. Am selben Berg befinden sich auch die malerische Ruine der Burg Giersberg und jene der beeindruckenden Ulrichsburg. Hoch-Rappoltstein wird erstmals im Jahr 1254 in einer Urkunde erwähnt. Doch schon ab dem 9. Jahrhundert stand eine Vorgängeranlage an gleicher Stelle. Die Besiedelung des Ortes begann jedoch schon weit davor. Funde aus der Bronze-, Hallstatt- und Eisenzeit belegen dies. Zudem wurden auch römische Münzen gefunden. Bei den im Jahr 1254 erwähnten Herren von Altenkastel handelte es sich vermutlich um Dienstmannen der Rappoltsteiner, welche die Burg verwalteten. Damals war Hoch-Rappoltstein ein Lehen des Klosters Bamberg. Dieses verlor das Gebiet jedoch schon bald an das Bistum Basel. 1268 erkannten die Rappoltsteiner den Basler Bischof als Lehensherren der Burg an. Die Bamberger erhoben allerdings bis ins 14. Jahrhundert Anspruch auf die Lehenshoheit. Im Jahr 1288 war Anselm von Rappoltstein Herr der Burg. Bei der damaligen Güterteilung fiel ihm nebst Hoch-Rappoltstein auch die Ulrichsburg zu. 1368 war die Burg im Besitz von Bruno I. von Rappoltstein. Ein Jahr später trat er in den Dienst von Philipp dem Kühnen von Burgund. Gemeinsam mit den Franzosen kämpfte er im Hundertjährigen Krieg gegen die Engländer. 1384 nahm er den englischen Ritter John Harleston und seine 12 Begleiter gefangen und kerkerte alle auf Hoch-Rappoltstein ein. Da Harleston vom Kaiser freies Geleit zugesagt bekommen hatte, war dieser davon alles andere als erfreut. Dazu verlangte Bruno ein erhebliches Lösegeld für den Gefangenen. Das Ganze trug ihm neben dem Zorn von Kaiser Wenzel auch jenen der Stadt Straßburg und des englischen Königs Richard II. Ein. Daraufhin stellte sich Bruno in den Dienst des französischen Königs Karl VI. Und gewährte diesem sogar das Öffnungsrecht für Burg Hoch-Rappoltstein. 1387 ließ er John Harleston schließlich frei, woraufhin ihm Kaiser Wenzel vergab und ihm den Besitz an der Burg bestätigte. Bruno erteilte nun auch dem Kaiser das Öffnungsrecht für die Wehranlage. 1426 fiel die Anlage an Ulrich VIII. Von Rappoltstein. Dieser ließ die Burg umbauen und erweitern. 1481 wurden abermals Veränderungen vorgenommen. Sie diente erneut auch als Gefängnis und es wurde wieder fleißig Lösegeld erpresst. Wilhelm von Rappoltstein ließ 1498 sogar seinen Sohn dort einsperren, da er ihm zu verschwenderisch mit dem Familienvermögen umging. Spätestens ab jener Zeit ließen die Rappoltsteiner die Burg von Vögten verwalten. Im Jahr 1528 befürchtete man einen Einfall der Franzosen ins Elsass.
Deshalb wurde eine Garnison auf Horappolstein stationiert. Der Bergfried wurde dabei als Wachturm benutzt. (1572 und 73) fanden letztmals Bauarbeiten statt. Bereits kurz darauf scheint die Anlage nicht mehr genutzt worden zu sein. Im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts diente sie jedoch nochmals als Gefängnis für Diebe und Wilderer. Danach wurde sie dem Verfall preisgegeben. Wann genau, lässt sich leider nicht sagen. Vielleicht während des Dreißigjährigen Krieges. Die Rappoltsteiner sterben schließlich im Jahr 1673 aus. Heute gehört die Ruine dem französischen Staat.